an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle unsere Unterstützer auf Patreon. Ab jetzt in allen unseren Videos wollen wir die Namen von unseren Patronen zeigen. Und wenn auch du deinen Namen in unseren Videos sehen möchtest, kannst auch du uns auf Patreon unterstützen. Alle weiteren Infos und den Link zu unserer Patreon-Seite findest du in der Videobeschreibung. Und jetzt macht euch gemütlich, holt euch Popcorn und genießt das Video aus Oman. Viel Spaß! Viel Spaß! Hello! How are you? Fine, thank you! Come visit, huh? Yes! Good. How days now? It's Second day. second day. You But- from where? Come. We come from UAE. UAE, huh? Yes, and we go to Niswa and Muscat. You go this side, huh? Yes. This is go to Oman, you know, huh? Huh? This is go Oman. Yes, Yes, go yes. to Oman. Yes. 2 person only? Yes. Yeah. Good luck. You want anything? Thank you, we have. Thank you. Goodbye. Goodbye. I take a picture with you, huh? Yes. Sure. Where's from Emirat? Al Ain or Abu Dhabi? Also tourists in UAE. We are from Germany. Germany. You're from Yes. Germany, huh? But Al Ain or Tourist. Abu Dhabi? Tourist. Tourist, huh? We came before, we was Iran. Iran. Iran, Dubai, Al Ain, Oman, Yes. Muscat. From that, huh? Yes. With bicycle. Good. Nice. Good. But it's cool now, not too much hot, you know. Yes, Only it's today, but- perfect. Yeah, perfect. But today maybe شوي hot يعني. Today sometime, it's very hot. Normally a yesterday, bit colder, yes. And okay يعني. Good, perfect. Good. You want anything? We have. Thank you very much. Thank you very much. See you. Shukran. Bye. So, hier gibt's Wasser. Hier gibt's Wasser. Ein großer Tank oben und unten irgendwie so eine Art Filteranlage oder irgendwie sowas. Kühlanlage, aber das ist doch ohne Strom. Das Wasser ist eiskalt. Echt? Naja, gut, irgendein Kabel geht da irgendwie hin, ja, aber echt? Boah, die kühlen das da sogar runter, meinst du? Das Wasser ist super kalt. Abgefahren. Okay, sehr schön. Gibt's hier überall kaltes, schönes, gutes Wasser. So, wir packen unsere Sachen zusammen. Dann geht's gleich weiter. Und gestern noch eine kleine Modifikation an meinem Rad gemacht. Wir haben in Dubai nämlich den Kollegen hier gefunden. So, jetzt habe ich auch einen fetten Benz am Start. Sehr gut. So, weiter geht's. 20 vor 10. Gucken ein bisschen früher
als gestern. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen reinkommen in unseren Rhythmus und wir versuchen jetzt irgendwie jeden Tag immer wieder ein bisschen früher aufzustehen. Aber heute ist schon ganz gut, ja, jetzt 20 vor 10. Können wir vormittags auf jeden Fall gut ein paar Kilometer schaffen, denke ich. Ein weiterer Wasserspender. Und auch hier kommt wieder eiskaltes Wasser raus. Boah, das ist richtig genial. Es ist echt schon ganz schön warm. Ich weiß gar nicht. Ich glaube 26 Grad jetzt. 10 Uhr, 26 Grad. Ja, genau. 10 Uhr, ja, 26 Grad. Und ja, da tut jetzt das kalte Wasser auch schon echt richtig gut. Also, boah, wenn das so weitergeht, ist das ein Traum. Dazu hier echt richtig schöne Landschaften. Boah, und ich glaube, es wird echt noch viel, viel schöner sogar. Cool. Boah, ziemlich beeindruckende Landschaften hier. Echt genial. Und so wenig Verkehr. Ja, kaum Autos hier, was weiß ich. Alle paar Minuten fährt hier mal irgendwie ein Auto lang. Echt sehr, sehr chillig. Hallo. So, eine der vielen Oasen hier. Ziemlich cool. Fährt man auf einmal, oder tja, vor 5 Kilometern fährt man noch mitten in der Wüste irgendwie. Kein einziger Busch, kein einziger Strauch, nichts. Und dann kommt man hier an und Salam alaikum. Und auf einmal sind überall Palmen, alles grün und alles wächst und gedeiht. Wow. Da vorne ist das größte Berg Omans. Da hinter dem Dunkeln. Jebel Sham heißt es. Aber wir fahren nicht da drauf. Wir fahren hier rum. In Russland gibt es ein Sprichwort. Der Schlaue geht nicht über das Berg, der geht hier rum. Und wir sind die Schlauen. Salam.
Assalamu alaikum. How are you? Fine, thank you. How are you? How are you? Hello, salam. كيف الحال؟ سلام. تعال شرب قهوة عماني قهوة. Ooh, shukran. You from Germany. Germany? Yes. ألمان. Alman. برلين ها؟ Hamburg. This. Take. Thank you. Take more. عفوا. Where are you going now? Adelaide or Dam? Yes. Misfahrt. Misfat, yes. Misfahrt. But where come from? Bahla or Al Hamra? Oh no, we came from that direction. We will go. Where come from? Every? Or Rostak? Al Al-Ain. Ain, United Arabic Emirates. And then some small villages, I don't remember the name. Al-Ain come from bicycle? Yes. From Germany by bicycle. Germany, Oman, bicycle. Germany, Mercedes, Germany. Mercedes. Thank you. Goodbye. Bye. Die Straße wird enger und enger und kleiner und kleiner. Mal gucken, wo wir hier gleich rauskommen. Alhambra. Salam. We go there. What is name? That city? Yeah. I don't know. ما في خرطة. ما في. Ob du Map hast, Karte. Telefon. Okay. Mountain, yes. Okay. No problem. What? Germany? Yes. Alman. Almani. Shukran. Fi aman Allah. Hallo.
So, mein kleines Zwischenfazit zum Oman. Bis jetzt muss ich sagen, es ist richtig genial. Also es fängt an, erstmal eigentlich überall sind richtig gute Straßen. Das heißt, zum Radfahren ist es schon mal richtig top. Zweitens, diese super guten Straßen sind echt ziemlich wenig befahren und führen drittens erstmal durch wunderschöne Landschaften. So viel dazu. Dann, die Menschen, die wir getroffen haben, sind richtig freundlich zu uns. Also es gibt auch relativ viele Ausländer hier tatsächlich, hätte ich gar nicht so richtig mit gerechnet. Also viele Syrer und Pakistani und Inder sind auch hier, aber auch sehr, sehr viele Omani. Und die sind alle sehr freundlich zu uns. Wir wurden heute schon zum Tee eingeladen, haben noch ein paar Datteln bekommen und auch die Tage davor wird oft angehalten, auch heute stimmt, wird oft angehalten von den Leuten, ob wir irgendwas brauchen, wie sie uns helfen können und so weiter. Ziemlich cool. Was auch richtig cool ist, wirklich überall an der Straße sind hier diese Wasserkanister mit einem Wasserfilter dran. Da kannst du dir echt dein Wasser einfach abzapfen und dann ist es sogar auch noch runtergekühlt. Die Dinger haben noch so eine integrierte Kühlung. Ja, also so viel fällt mir im Moment irgendwie dazu ein. Muss sagen, ja, gefällt mir richtig gut. Wir sind jetzt seit 5 Tagen oder so hier. Sind jetzt zwischen Ypri und Nizwa im Gebirge auf dem Weg nach Nizwa, beziehungsweise Misfat, glaube ich, heißt das kleine Dorf in den Bergen. Das ist ein kleines Dorf in den Bergen, das wollen wir uns angucken. Und ja, schauen wir mal, ihr seid auf jeden Fall dabei. So, wir sind auf dem Weg ins Wadi Dam. Ja, das erste richtige Wadi, was wir hier im Oman besuchen werden. Der Weg ist etwas holprig. Ist nicht mehr so weit, jetzt ein paar 100 Meter oder so, glaube ich. Also wir sind schon im Wadi drinne, quasi. Aber hier ist natürlich noch kein Wasser. Es gibt irgendwie auch so einen Staudamm oder so eine kleine Wand oder sowas, wo das Wasser so ein bisschen aufgestaut wird. Und in diesem Wadi gibt es auf jeden Fall das ganze Jahr lang dann Wasser, zumindest ein bisschen weiter oben. Und ja, ich denke, wir werden da schön ein bisschen schwimmen können und uns abkühlen und ja, einen gemütlichen Tag verbringen. Das ist der Plan. Heute Abend dann irgendwie ein Stückchen rausfahren oder so und unser Zelt aufschlagen. Schauen wir mal. Also, Räder sind angekettet. Oder, naja, zusammengekettet. Haben unsere wichtigen Sachen dabei. Und wir machen uns auf den Weg. Genau, jetzt müssen wir ein kleines Stückchen laufen, ein paar 100 Meter. So, dann gucken wir mal, wo wir ankommen. Im ganzen Oman gibt es unzählige Wadis. Dabei handelt es sich um ausgetrocknete Flussbetten, die nur bei starkem Regen vollständig mit Wasser gefüllt sind. In der Trockenzeit bilden sich dagegen natürliche Swimmingpools, die wir ausgiebig erkundet haben. Einmal winken und Lebenszeichnungen zeigen. Winken und Lebenszeichnungen zeigen.
Boah, pass auf, dass du dir nicht da alles ab... So wie du geschrien hast, ich gehe da nicht rein. Schön erfrischend. Ich glaube es dir. Na, mach den Balken ordentlich. Es sind jetzt noch 20 Kilometer bis Al-Hamra, beziehungsweise dann noch ein kleines Stückchen weiter bis in das Bergdorf Miswar. Und ja, wir nehmen jetzt hier, naja, eine kleinere Straße, sag ich mal. Aber naja, ist der einzige Weg, den wir nehmen können. Hier ist jetzt ein bisschen Schotterpiste angesagt. Es wird auch noch mal ein bisschen bergauf gehen gleich. Man sieht die Straße da hinten schon. Die Straße sieht sehr abenteuerlich aus. Steil und quasi so eine Sandstraße. Du kannst auch schieben, ich werde dich immer noch lieben. Gleich geschafft. No, maybe this first. Different, huh? Maybe the weather is better. Yes, it is. Can I take a picture? Yes, sure. You will find it in Bush. Great. Okay. You need any help? No, thank you. Bye. Da vorne ist die Schotterpiste vorbei. Jetzt sind wir wieder auf geteerten Straßen unterwegs. Und ja, vor uns oder gut hinter diesem Berg, den man hier jetzt sieht, da ist wieder der Jebel Shams, der höchste Berg im Oman. Ja, um den sind wir jetzt quasi einmal so halb rumgefahren und wir fahren jetzt weiter am Fuße von dem entlang Richtung Miswar. Genau, das ist jetzt unser nächstes großes Ziel. Wir wollen heute Abend kurz vor dem Dorf ankommen und da zelten und dann morgen halt den ganzen Tag irgendwie uns da ein bisschen umschauen. Jo.
Das ist der Altstadt von Alhambra. So eine Lehmbautenstadt. Sieht sehr abgefahren aus, aber leider so verlassen, so eine Geisterstadt. Wohnt hier keiner. Boah, echt abgefahren. Komplett ausgestorben hier. Das ist auf jeden Fall echt irgendwie ein Geheimtipp, würde ich sagen, hierher zu kommen und sich das alles anzugucken. Hier kann man wahrscheinlich Tage verbringen, die ganzen alten Häuser angucken. Teilweise noch irgendwie mit Inventar. Naja, teilweise komplett zerstört. Boah, echt abgefahren. So, jetzt sind wir in der Oase von Alhambra. Ja, quasi gerade eben die Altstadt verlassen. Und ja, natürlich hat sich die Altstadt oder die Stadt früher an sich am Rande der Oase gebildet, weil ja, hier gab es das Wasser. Hier war quasi das Leben möglich. Ja, wir fahren jetzt ein bisschen durch die Oase irgendwie und dann gucken wir mal, was auf der anderen Seite da irgendwie ist. Und dann fahren wir, glaube ich, auch langsam Richtung Misfar. Das ist ein weiteres Dorf hier auf dem Berg quasi, an dessen Rande jetzt quasi Alhambra liegt. Also wir müssen ein bisschen bergauf fahren, 300 Höhenmeter oder so. Und dann gucken wir uns die Stadt oder das Dorf an. Ich weiß gar nicht genau, was uns da erwartet. Mal gucken, bin echt sehr gespannt. Also wir sind in Misfar angekommen, oben auf dem Berg. Wir haben eben kurz Mittagspause gemacht und jetzt sind wir ja quasi am Rande des Dorfes, sage ich mal. Also ja, da unten habt ihr es ja schon gesehen. Wir stellen unsere Fahrräder hier jetzt irgendwie ab und nehmen ein paar Sachen mit und schließen die ordentlich fest. Und dann gucken wir uns zu Fuß die Stadt an. Und heute Abend fahren wir dann den Berg wieder runter und suchen uns einen schönen Campingspot. So, jetzt sind wir wieder unten in Alhambra. Wie heißt es hier? Alhambra. Alhambra, genau. Ja, hoch haben wir eine Stunde gebraucht, hoch nach Misfar. Ungefähr 340 Höhenmeter, glaube ich. Und jetzt runtergefahren, 7 Minuten. Gut, unser Zeltplatz für heute Abend. Eine verlassene kleine Imkerei. Stehen noch die, wie heißen die? Bienen? Waben? Nee. Bienenhäuschen. Waben sogar. Aber es ist nichts los hier. Alles verlassen. Na, ich weiß nicht, was in dem drin ist. Wir probieren es lieber nicht aus. Aber da hinten liegt auch irgendwie allerlei übrig gebliebenes Zeug. Also das scheint hier irgendwie aufgegeben worden zu sein. Tja. Ein Swimmingpool. Oh ja, doch, ist was drin, ne? Jo, jetzt habe ich gerade geduscht und Gas ist noch dabei. Vorne da hinten einen Wassertank von unserem coolen Zeltplatz hier. Genau, stimmt, das hatten wir gestern schon gezeigt. Und ja, da haben wir jetzt unseren Wassersack aufgefüllt. Unseren schönen Duschaufsatz draufgeschraubt. Ja, und richtig schön erfrischend heute Morgen geduscht. Echt super, richtig gut. Genau, jetzt packen wir gleich ein bisschen noch weiter die Sachen. Frühstücken erst noch gemütlich und ja, dann geht's weiter. Die Festung von Bachla. Da gehen wir jetzt rein, gucken wir uns hier ein bisschen an.
echt voll groß hier und alles, wow, richtig krass restauriert. Also, boah, total, ja, total überwältigend. Wir sind aus Machla losgefahren und haben eben Mittagspause gemacht. Und jetzt sind wir ein Dorf weiter, 10 Kilometer weiter in Jabouin. Und hier gibt es auch eine schöne Festung. Und ja, die gucken wir uns jetzt an. Da vorne ist sie auch schon. Die sind gar nicht so schlecht. Guck mal, für den großen See ist so eine extra Lasche hier. Du meinst, es sind die besser als deine? Ich musste meine gestern mit Gaffertape kleben. Tausche es. Keine Bilder sein. Das ist am besten. Das ist so eine traditionelle arabische Kaffeekanne. Die sehen immer so aus mit so einem langen, wie heißt das, Ausguss oder sowas. Ich wollte eigentlich so eine schöne Aufnahme machen, damit ich da Musik runterlege und dann kommst du mit deinen Kommentaren hier. Guten Morgen, wir sind wieder unterwegs. Wir sind gestern von Jabouin aus noch ein ganz kleines Stückchen weitergefahren und haben unser Zelt aufgeschlagen. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Nizwa. Es sind ungefähr 40 Kilometer von hier. Und jetzt ein kleines Stückchen hier Schotterpiste. Aber gleich fahren wir auf die Hauptstraße, also halbwegs irgendwie autobahnmäßig. Im Endeffekt ist es so ziemlich der einzige Weg, den wir nehmen können. Alles andere wäre ein riesiger Umweg und wir wollen gerne nach Nizwa kommen und uns die Stadt angucken. The fruit and vegetable market, is it open? Closed? When does it open? 4:30. 4:30? Yes. Okay, great. And souk market, fish market, meat market, all 4:30? Yeah, 4, Okay. 4:30, about that. Great, thank you. Where Shukran. are you from? Germany? Germany. You come in bicycle? Yes. In Dubai you come here? Yes, from Dubai, yes. You fly Germany to Dubai. In Dubai from here you come in the bicycle. We cycled all the way from Germany. To Iran, and from Iran with a ferry to Dubai. Iran, Ferry, boat to Dubai. And from Dubai, boat. from Iran to Dubai is boat. Yes. Boat, Dubai ferry. from here? Just bicycle, Bicycle. yes. How many days Dubai from here? 2 weeks. 2 weeks. 2 yes. weeks. Yes.
Die Sonne war auch im Januar schon kräftig und so waren wir dankbar über jedes kleine Stückchen Schatten, das wir bekommen konnten. Auch als Olgas Rad mehrere Platten hatte, waren wir glücklich um die kurze Pause im Schatten eines Baumes, ehe es zurück auf die Straße in die heiße Nachmittagssonne ging. Kommt zum richtigen Zeitpunkt heute. Die guten Blumenkohlreste von gestern. So, das trauen die sich nicht. Aber es gibt noch mehr hier. Oh. Was für eine krasse Abfahrt. Ich glaube, ich habe einen Geschwindigkeitsrekord auf eine höhere Stufe geschoben. Ich glaube, ich bin 72 km/h gefahren. Das ging ganz schön steil bergab. Man konnte schön weit sehen. Von daher habe ich einfach mal laufen lassen und es ging ganz schön schnell, dass ich auf 70 km/h war. Boah, das war geil. Gut, wir müssen jetzt irgendwie, ich hoffe mal, wir haben es nicht verpasst, aber ich glaube, sonst hätten wir es gesehen. Wir müssen hier irgendwann nach rechts. Ja, dauert noch ein kleines Stückchen. Kurz gucken. Ja, 3 Kilometer müssen wir nach rechts. Ah ja. How are you? Hello. Huh? What? To Wadi TV. Wadi TV? Muscat. Fair Manala. Wir haben unsere Abzweigung gefunden. Ja, und weiß nicht, jetzt ist vor einem Kilometer oder so. Auf einmal hörte die geteerte Straße auf. Genau, wir sind wieder auf Schotter unterwegs. Ja, aber wird, glaube ich, eine ganz coole Etappe. Geht echt durch die Wildnis wieder, sind, glaube ich, nicht so viele Dörfer und so weiter. Wird, glaube ich, ziemlich cool. Auch wenn es dann, natürlich ein bisschen anstrengender wird hier auf Schotter. Das sind jetzt, im schlimmsten Fall irgendwie 100 Kilometer oder so, glaube ich. Über den ganzen Berg rüber. Mal sehen, vielleicht gibt es zwischendurch noch mal irgendwann Teer. Gucken wir mal. Uff. Da sieht man weiter die Straße. Hi. Los. Good, 1 real. Good.
Also gut, das war das kleine Dörfchen Maktar. Da haben wir Wasser aufgefüllt. Dafür haben wir erstmal gezahlt. Und dann haben wir den Typ gefragt, ob wir bei ihm Brot kaufen können. Hat er gesagt, ja. Ein Brot, 1 Rial. Was ziemlich teuer ist, aber dann hat er auch noch irgendwie gesagt, dass er auch noch Datteln hat. Oder irgendwie so, ja. Dann haben wir gesagt, okay, Brot und Datteln für 1 Rial. Gesagt, okay, und ist losgegangen. Ja, dann ist er wiedergekommen, habt ihr ja gesehen. Hat er so ein kleines Säckchen Datteln. Was ja in so einem Dattelgeschäft oder so. Und die haben hier halt auch wirklich Dattelpalmen, also die werden von hier sein. Kostet das normalerweise 200 Rial oder 200, also 0,2 Rial. Also 40 Cent, 40 Euro-Cent. Er wollte dann jetzt auf einmal 2 Rial haben, obwohl er vorher gesagt hat 1 Rial. Das war uncool. Er wollte natürlich auf jeden Fall so viel Kohle von uns scheffeln wie nur irgendwie möglich. Kommt vielleicht einmal im Jahr die Touristen in das komische Dorf, wenn die sich irgendwie verfahren oder so. Naja, deswegen kann man es ihm nicht übel nehmen, dass er dann so viel Kohle da rausschlagen möchte, wie er will. Aber dann war er im Endeffekt auch zufrieden, dass wir ihm 1 Rial gegeben haben. Was ein sehr, sehr fairer Preis ist. Für ihn. Für uns auch, wir haben jetzt Ja, klar. Ach Quatsch, nein, natürlich, für uns ist es auch okay. Natürlich, ich bin vollkommen happy, dass wir jetzt Datteln haben. Das Problem war, dass er am Anfang sagt und dann irgendwie 10 Minuten später überlegt, dass er vielleicht zu wenig gegriffen hat. Das war das vielleicht. Ja, genau. Hätte er von vorne an 2 Rial gesagt, hätten wir es überlegt, vielleicht hätten wir es auch ja gesagt, dann wäre es auch. Ja, hätten wir auch voll ja gesagt, genau. Aber immer dieses hinterher dann den Preis erhöhen, so läuft das nicht. Gut, ja, es geht weiter bergauf. Das ist so erfrischend, das ist das Beste, was uns jetzt passieren kann. Boah, das tut echt gut. No comment. Boah, harte Nummer. Echt hart. Also so steil, so lange, so steil hatten wir es bisher noch nirgendwo. Aber nicht in Kirgisistan, auch nicht in Tadschikistan. Oder was weiß ich, in Georgien, Iran. Da wo es auch überall bergig war. So steil war es noch nicht. Also es ist hier mindestens 10%, eher mehr. Also wenn man Höhenprofil rechnet, dann kommt man durchschnittlich auf 10%. Aber hier sind halt auch immer wieder ein paar flache Stückchen, sodass die steilen Abschnitte deutlich mehr als 10% sein müssen, vielleicht 15%, teilweise vielleicht 20%. Das ist echt teilweise. Also naja, wir haben jetzt ungefähr 9,5 Kilometer gemacht heute. Es ist schon 15 Uhr oder 16 Uhr oder so. Wir sind eigentlich den ganzen Tag unterwegs, seit heute Morgen um 9. Das ist echt heftig. So, unser Campingspot. Wir haben es nicht ganz so weit geschafft, wie wir wollten, aber wir haben alles gegeben. Dafür haben wir jetzt diesen Ausblick. Boah. Der absolute Hammer. Der nächste Tag war eine der schwierigsten Etappen im Oman. Zu diesem Tag haben wir ein eigenständiges Video aufgenommen, welches du in der Videobeschreibung finden kannst. Hier in diesem Video geht es jetzt also am übernächsten Tag weiter.
jetzt sind wir fahren in so einen Wadi rein. Wadi Tiwi heißt es. Gucken wir uns das an. Direkt an der Küste. Und jetzt quasi die Schlucht so ein bisschen, ja, irgendwie 1-2 Kilometer rein oder so. Und machen ein bisschen Pause. Ja, vielleicht können wir da baden. Uns auf jeden Fall ein bisschen erfrischen. Und schöne grüne Landschaften genießen. Die wir die Tage vermisst haben. Und die gut geteerten Straßen. Also wir haben hier so eine kleine Fahrradfahrversammlung. Wir sind jetzt 7 Radfahrer, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wir beide sind da, Olga und ich. Dann sind 2 Deutsche da und jetzt sind gerade eben noch 3 Schweizer gekommen. Ziemlich nice. Wir werden jetzt hier, glaube ich, einen ziemlich coolen Abend direkt am Strand haben. Wir werden uns schön ein bisschen was Leckeres kochen. Und ein paar coole Storys austauschen. So, wir sind in Muscat angekommen. Wir sind in unserem Hotel. Olga hat gerade eine gute Schönheitsmaske. Und meine Eltern sind auch da. Hallo Papa. Und Mama. Hallo. Hallo. Also, wir sind jetzt eine Woche hier in Muscat. Gucken wir uns ein bisschen die Stadt an und ja, genießen vor allem irgendwie die Zeit mit meinen Eltern. Ja, super, richtig schön. Also, ja, mal gucken, vielleicht filmen wir nachher noch ein bisschen. Hallo. Größte Moschee des Landes. Stilelemente der gesamten arabisch-islamischen Welt vereint auf harmonische Art mit lokaler Architekturmerkmalen aus dem Festungsbau. Die Zeit im Oman und mit Michels Eltern verging natürlich viel zu schnell. Es war eine wundervolle Erfahrung, durch das Land zu reisen und am Ende die Hauptstadt gemeinsam mit der Familie erkunden zu können. Ein paar Tage später sind wir vom Oman dann weiter nach Indien geflogen, wo die nächsten großen Abenteuer schon auf uns gewartet haben.